Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alex von Schrott24 und in diesem Video geht es heute darum, wie wir Zinn erkennen und es von Zink und Blei unterscheiden. Nun zuallererst einmal ein paar Fakten zum Zinn. Das Zinn ist ein sehr weiches Schwermetall. Die Farbe ist silbrig-weiß bis grau glänzend und bei genauer Betrachtung sieht man auch verteilt auf dem Zinn eine fleckige Oberfläche. Das Material ist nicht magnetisch und die Zinnstempel, die auf der Rückseite abgebildet sind, sind keine Garantie für ein reines Geschirrzinn. Auf unserer Webseite kann man bis zu 99% reines Zinn, Lötzinn und auch das Geschirrzinn verkaufen. Das Geschirrzinn hat einen Mindestzinnanteil von 90%. Für Sie als Privatperson ist es natürlich sehr schwierig, den Zinngehalt zu ermitteln. Aber hier in unserer Analyse haben wir die Möglichkeit, Ihnen das zu zeigen, wie das aussieht. Dabei hole ich einmal kurz mein Labor her. Ein praktisches Handgerät zeigt mir, wie hoch der Zinnanteil bei diesem Geschirrzinn ist. Was für ein Zinngehalt es hat. Und wir sehen hier ein Zinngehalt mit SN von 92% und da sehen wir natürlich, dass es sich hierbei um reines Geschirrzinn handelt. Zum Praxistest. Irrtümlicherweise ist es so, dass Geschirrzinn oft verwechselt wird mit Blei und mit Zink. Um dann nun jetzt in der Praxis herauszufinden, was Sie jetzt letztendlich haben, können wir mit einfachen Methoden herausfinden, was für Material Sie haben. Schauen wir uns erstmal reines Zinn an. Zinn ist wirklich sehr, sehr weich und lässt sich verbiegen, bricht nicht. Und schauen wir uns das mal an, wenn ich es mal verbiege. Man hört auch den Zinnschrei raus. Und man sieht, ich verbiege es und es wird nicht brüchig, gar nicht. Das ist auch wirklich das Merkmal bei Zinn. Wenn wir uns jetzt nun zum Blei begeben, sehen wir hier schon, wie brüchig es ist. Ich probiere es hier mal aus. Also das kann man schon verbiegen, nur ab einem gewissen Punkt wird es wirklich brüchig. Und dann sehen wir, okay, es handelt sich hier um Blei. Natürlich merkt man, wenn man es in den Händen hält, es ist viel schwerer als das Zinn und dementsprechend kann man schon leicht erkennen, okay, hierbei handelt es sich um einen hohen Anteil an Blei. Natürlich gibt es verschiedene Legierungen, dass da Zinn enthalten ist, aber grundsätzlich, wenn es bricht, ist es Blei. Bei Zink wiederum hat ein ähnliches Gewicht, ähnliches Gewicht wie Zinn, ist aber so steif, dass man es wirklich nicht verbiegen kann. Brechen geht es auch nicht, also hier komplettes Indiz dafür, dass es sich hierbei um Zink handelt. Auf unserer Webseite können Sie alles an Material, an Schrott bei uns verkaufen. Natürlich auch Hartmetall, was auch sehr wertvoll ist. Doch Zinn ist geil. Ich hoffe, mit diesem Video fällt Ihnen die Sortierung einfacher.